Und zack, da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen diesmal zu einer Wochenendausgabe von Und das Leben fängt an. Wochenendausgabe, warum? Ihr guckt vielleicht an einem Wochentag, aber für uns ist endlich das erste freie Wochenende, können wir sagen, nachdem wir jetzt eingerichtet sind. Und wir befinden uns heute etwa 50 Kilometer entfernt von Portimão, haben wir einen Strand aufgesucht, der heißt Praia del Amado. Amado. Praia do Amado, das ist uns empfohlen worden. Es gibt wohl zwei davon, einen in der Nähe von Portimão, der wohl nichts Besonderes ist. Und der andere ist dieser hier, den wir hier sehen. Achso, ihr wollt den auch sehen, oder? Ah ja, komm. Das ist die Praia do Amado an der Westküste. Algarve ist es nicht mehr hier. Ich glaube Alentejo, nee, das ist das Weinanbaugebiet, so ähnlich. Algensur oder so heißt, glaube ich, dieser Kreis. Und das Wetter ist ganz gut, es ist weniger Wind, wie wir gedacht haben. Das freut die Surfer da hinten nicht so. Die meckern hier über kleine Wellen, nur wir finden es eigentlich ganz gut. Und am Ende hier die Dünen schön, die ihr am Anfang gesehen habt. Die können wir noch mal ein bisschen zeigen. So, warte, Moment. So, Auch ruhig mal da oben. Ja. Da oben, schön. genau, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Hier sind die schönen Dünen und was macht man in Dünen? Nicht euch zusehen lassen. Einer von zwei Tipps, die wir bekommen haben. Guck mal, die Steine. Also es ist unglaublich schön. Man merkt eine Ruhe, das ist Wahnsinn. Die Surfer, die Camper, auch mit ihren Kindern, die hier so leben, die strahlen so eine Harmonie aus. Das ist echt schön hier. Es ist überhaupt nicht überlaufen, heute ein bisschen bedeckt, aber wunderschön. Schiefergestein? Ja. Schiefer, hier eine Mose. Guck mal hier. Man kann den vom Fels zerbrechen. Ist aber jetzt keine Kohle, würde ich sagen, oder? Guck mal hier. Stell mal hier hin. Siehst du, man kann hier, guck mal hier, kannst die ganzen Dinge auseinandernehmen. Ist das Kohle?
sagen, da sind wir wieder. Wochenendausgabe heißt bei uns immer On Tour. Mariana, meine bezaubernde Frau, und ich, der Manuel. Heute sind wir in der Nähe von Occidere oder so ähnlich heißt der Ort. Gar nicht so weit von Portimao entfernt. Und ich stehe hier gerade, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen erkennen könnt, auf einem Staudamm. Genau. Und zwar der nächste, den wir gefunden haben nahe Portimao. Das ist der von Occidere. Und ja, man sieht, dass wir Herbst haben. Wenn ich mich jetzt rumdrehe, könnt ihr nämlich sehen, der See ist relativ leer. Nun ja, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen näher an. Wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr einfach mit. Also los! Was ich gerade gemacht habe. Ja, wir sind gerade hier hingezogen und auf YouTube. Kannst du es merken? Hast du Handy dabei? Nee, ich habe nichts dabei. Aber Hier dieser Kurzlink, bit.ly. Was? Nee, bit.ly und dann We Are One, YT für YouTube. We Are One ausgeschrieben. We Are One, alles zusammen. Okay. YT. Tschüss. Ja. Schatzi, wo bist du? Da kommt sie. So, wir laufen ein bisschen um den vermeintlichen See, der nur so wenig Wasser hat drumherum, und stehen jetzt, wenn ihr mal schaut, sieht so ein bisschen aus wie Regenwald und ist in der Tat eine gefährliche Sache hier an der Algarve in den Bergen, die wir mittlerweile schon mitbekommen haben, denn das, was ihr hier seht, das ist Eukalyptus. Der wächst hier, wie wir herausgefunden haben, wächst der hier relativ viel, weil Portugal Nummer 1 wohl in Europa oder weltweit, weiß ich jetzt gar nicht, in der Papierherstellung ist. Und das wird auch, wusste ich auch nicht, aus Eukalyptus hergestellt, was ein ganz schnell nachwachsendes Holz ist. Ja, und da, wo es angebaut wird und Natur ist auch klar, wächst es natürlich auch irgendwann wild. Das ist hier der Fall und deswegen haben wir schon sehr viel gesehen tatsächlich, aber auch gelesen darüber, dass halt aufgrund der ätherischen Öle, die der Eukalyptusbaum absondert und in den Blättern und so hat, das natürlich extrem feuergefährlich ist und die im Hochsommer natürlich wie Zunder brennen. Hört ihr es? Nein, ja auch nicht. Still. Absolute Stille. Wunderschöne Stille, und wir wandern weiter durch den Eukalyptuswald vom, wie heißt es portugiesisch? Barragem do Occidere, Occidere, irgendwie so, in der Nähe von Portimao, im Landesinneren. Wir sind ungefähr 20 Kilometer, ja, so ein bisschen in die Berge gefahren und wandern jetzt hier durch. Hier, weiß auch nicht, ob ihr das genau sehen könnt, hinter mir an dem Hügel dort ganz hinten kann man auch sehen, oben stehen noch vereinzelt Bäume, sonst nichts, heißt abgebrannt. Also mit den Feuern, das scheint hier wirklich sehr schlimm zu sein und wir haben echt schon viele Flächen gesehen. Deswegen solltet ihr mal hier sein, Obacht mit Feuer.
Hey, da haben wir doch gerade echt wieder was gefunden. Ich sehe es zum ersten Mal, ihr vielleicht auch. Schaut mal hinter mir. Das hier, dieser alte, knöchrige Baum, das ist ein Korkbaum. Was Korkbaum heißt, weiß ich eigentlich gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es davon auch jede Menge hier in Portugal. Das ist der erste, den ich in meinem Leben sehe und der erste, den wir hier sehen. Und man kann also, wenn man fühlt, richtig fühlen, diese Rinde ist ganz, ganz dick und fühlt sich auch schon an wie Kork. Und ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass die Rinde abgeschlagen wird und daraus halt Kork gewonnen wird. So sieht er aus, der Korkbaum. So, und zum Ende des Tages machen wir noch einen kleinen Strandspaziergang, wie man hier sehen kann. Es gibt nicht allzu viele Leute, die auch Lust haben da drauf heute, beziehungsweise der Strand ist einfach zu groß. Wo sind wir? Wir sind in Alvor, direkt neben Portimão. Und Alvor verfügt auch über ein tolles Naturschutzgebiet. In das viele Vögel auch zu mir überwintern kommen und so. Aber bevor wir von Vögeln reden, nein, da kommen wir heute nicht mehr zu, weil die Sonne geht so langsam unter. Wir müssen mal sehen, dass wir nach Hause kommen und dann geht die neue Arbeitswoche los. Aber wir wandern jetzt noch ein bisschen hier am Strand entlang und dann durch die Dünen zurück. Das ist der Strand von Alvor, Oktober 2021. Wie viel Grad waren es gerade noch? 26. 26 Grad. Aber auch nur, weil es bewölkt ist. Würde jetzt keine Wolke da sein, dann hätten wir heute Mittag bestimmt wieder 30. Ja, genau. Ein bisschen bewölkt, das heißt aber auch wahrscheinlich farbenfroher Sonnenuntergang, das sehen wir nachher. Und ihr seht uns wieder zur nächsten Folge. Das war's, wir hoffen, es hat euch gefallen. Aus der Serie Und das Leben fängt an. Die zwei Bekloppten, M&M's. Bis dann. Ciao.